single day. Kinder haben eine blühende Fantasie. Sie bilden sich gerne mal Fantasiefreunde oder Ereignisse ein. Was aber, wenn 70.000 Menschen einer angeblichen Fantasie von Kindern folgen und aus aller Welt her in ein kleines Dorf reisen, um dort die Mutter Gottes zu treffen? Wie das alles miteinander zusammenhängt, erkläre ich in diesem Video. Wir schreiben den 13. Mai 1917. 3 Kinder namens Lucia de Jesus, Francisco Marto und Jacinta Marto hüten eine kleine Herde Schafe in Fatima in Portugal. Um die Mittagszeit herum schilderten die Kinder auf einmal ein helles Licht gesehen zu haben. Ein helles, gleißendes Licht soll den ganzen Ort erleuchtet haben. Über eine Eiche in der Nähe beschrieben die Kinder eine Frau schweben gesehen zu haben, von welcher das Licht ausging. In ihren Händen hielt sie einen weißen Rosenkranz. Sie nahmen mit der Frau Kontakt auf, welche ihnen erzählt haben soll, sie käme vom Himmel, und die Kinder sollen mehr beten. Des Weiteren lud sie ein, an jedem 13. Tag der folgenden Monate wieder zu dieser Stelle zu kommen, um sie zu treffen. Dies solle bis zum Oktober so gehen, in welchem dann ein Wunder geschehen sollte, das bewirken sollte, dass jeder Mann und jede Frau an diese Erscheinung glauben sollte. Am 13. Juni desselben Jahres fanden sich immerhin 50 Personen ein, um der Erscheinung beizuwohnen, bei welcher das älteste Kind, die 10-jährige Lucia, mit einem unsichtbaren Wesen kommunizierte, ohne dass einer der anderen Anwesenden die Antworten wahrgenommen hätte. Am Ende der Audienz der unsichtbaren Mutter Gottes gab es einen lauten Knall und eine plötzlich aufgetauchte Wolke schwebte von der Stelle aus, an der die Mutter Gottes befindlich gewesen sein sollte, in den Himmel. Am 13. Juli wohnten bereits 4.500 Personen der Erscheinung bei. Den Kindern wurden diesmal 3 Prophezeiungen verkündet, welche wieder nur sie vernehmen konnten. Die erste Prophezeiung berichtete über die Hölle. Die zweite Prophezeiung besagte, dass der derzeitige Weltkrieg bald enden würde und sich jedoch ein zweiter Krieg, schlimmer als alles Vorstellbare, im Jahre 1939 anschließen würde. Die dritte Prophezeiung teilte Lucia lediglich den kirchlichen Behörden mit, welche den Inhalt in Form eines versiegelten Briefes an den Vatikan übergaben, wo er bis heute ungeöffnet liegt. Im September, der Termin der Erscheinung wurde stets eingehalten, wurde die Erscheinung noch deutlicher für alle inzwischen Zehntausende Beobachter. Der Generalvikar von Leiria fasste das Geschehene gut zusammen. Er meinte, dass es den Schaulustigen nur möglich war, das Gefährt der Mutter Gottes zu erblicken, während die Kinder sie leibhaftig sehen konnten. Erstaunlicherweise weist die allgemeine Beschreibung des Gefährts große Parallelen zu uns heutzutage geläufigen außerirdischen Flugobjekten auf, woran ich im weiteren Verlauf des Videos noch eine These anknüpfen werde. Bei der letzten Sichtung am 13. Oktober 1917 erschienen dann die am Anfang bereits erwähnten 70.000 Menschen. An diesem Tag gab es ein unglaubliches Sonnenschauspiel. Die Sonne schien während der üblichen Sichtung silber zu leuchten und sich um sich selbst zu drehen. Auch erschien sie den meisten Menschen sehr scheibenförmig. Lucia starb schließlich am 13. Februar 2005 in einem Kloster, in das sie zuvor eingetreten war. Am 13. Mai 2000 wurden außerdem die anderen 2 Kinder von Johannes Paul II. Selig gesprochen. Immer wieder kam es in Verbindung mit den Sichtungen der Mutter Gottes zu unerklärbaren Wetterphänomenen und ähnlichen nicht irdisch scheinenden Begebenheiten. Auch starben die Geschwister Lucias in etwa zur selben Zeit viel zu früh an einer damals unbekannten Krankheit. Während man damals noch die spanische Grippe als Todesursache in Betracht zog, ist heute klar, die Symptome passen eindeutig zu Schäden durch zu starke radioaktive Strahlung. Für mich sprechen all diese Indizien eine klare Sprache. Die seltsamen Himmelserscheinungen, das beschriebene Gefährt und auch die Strahlenschäden. Wüsste ich es nicht besser, würde ich glatt denken, dass es sich bei der angeblichen Mutter Gottes um getarnte und Vorhersagungen machende Aliens handelte. All ihre Vorhersagen trafen ein. Am 1. September 1939 begann der Zweite Weltkrieg. Doch was hat das mit der dritten Vorhersage auf sich? Bis diese vom Vatikan freigegeben wird, lassen sich darüber nur Spekulationen anstellen. Was könnte von derartiger Wichtigkeit sein, dass es dem Vatikan höchstpersönlich überbracht und nicht freigegeben wird? Eine geheime Botschaft? Hat es vielleicht etwas mit den Erdenbesuchern zu tun? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und nebenbei, gut, vielleicht sind doch nicht alle Prophezeiungen eingetreten, also die Hölle, die habe ich bis jetzt noch nicht gesehen, aber das kann ja noch kommen. Ich habe 2 Artikel über die potenzielle Landung in Fatima in der Videobeschreibung verlinkt. Lass gerne eine Bewertung und ein Abo, sofern du meinen Content interessant findest, da. Über Feedback und Videovorschläge würde ich mich wie immer freuen. Wir sehen uns wieder nächste Woche. Stay crazy.